dir mal keine Sorgen, Bolly. Ich hab's du ja auch ein paar Mal in den Ofen gesteckt. Wenn du es dir innerhalb von 15 Minuten anders überlegst, ist alles gut. Lois, darf ich im Garten Wasserplanen rutschen? Ist dein letztes Essen eine halbe Stunde her? Ja, also fast. Okay, ich will nur nicht, dass du Krämpfe kriegst. Ja, arme Leute, Wasserspaß. Hey, Chris, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, logisch. Du hast mir zum 9. Geburtstag eine Gratisumarmung geschenkt, die ich nie eingelöst habe. Ja? Naja, ich würde sie gern einfordern. Oh, okay, gern. Aber ich würde sie gern irgendwie upgraden. Es soll eine Arschumarmung werden. Mit Kent. Was? Bist du komplett bescheuert? Chris, bitte schlaf mit Kent und erzähl mir alles darüber. Vergiss es, Mac. Ich kann nicht mit anderen Typen rummachen. Ich bin nicht Elton John. Ich mag Mädchen. Ach, Quatsch, Chris. Mädchen sind furchtbar. Die sind immer hintenrum und machen einander falsche Komplimente. Oh, wow, du hast echt keine Angst vor einem guten Nachtisch. Ich wäre auch gern so selbstbewusst, mir alte Sachen anzuziehen und sie als Outfit zu bezeichnen. Ich bitte dich, du gehst so souverän mit deinem Körper um. Ich meine, ist ja auch kein Wunder bei den starken Beinen, so muskulös. Ich bin so neidisch, wie gerade und fest sie sind. Hey, schicke Krawatte. Danke. Wie kannst du auf sowas kommen? Ich komme immer aufs Kopfkissen, manchmal auf den Klodeckel. Oder auf Frauen, die einen Briefumschlag ablecken. Gut, gut. Ich bin froh, dass wir so offen über Sex reden können. Und wie kannst du es wagen, die Statue von Pawtucket Pat stürzen zu wollen, Brian? Oh mein Gott, gehörst du zu denen, die sie stehen lassen wollen? Selbstverständlich, da steht sie schon mein ganzes Leben. Und ich werde alles tun, dass sie stehen bleibt. Endlich ist Peter wichtig, dass mal was stehen bleibt. Lois, würdest du dich zusammenreißen? Gestern hat Mac da ohne Hose gesessen. Igitt. Brian, Pat ist ein Held. Er hat Cohort praktisch aufgebaut und seine Statue ist Bestandteil der Stadt. Und was denkt der Rest der Familie? Chris? Ha! Du wurdest gesonnenblumt! Was? Wenn ein Kind aus der Generation Z keinen Bock auf ein Gespräch hat, lässt es statt seiner eine große Sonnenblume da. Das ist lächerlich. Es kann nicht sein, dass Kinder regelmäßig verschwinden und sich dann durch Sonnenblumen ersetzen, um ihre Langeweile zu demonstrieren. Ha! Du wurdest schon wieder gesonnenblumt. Warum bist du zurück? Wir haben nur eine Sonnenblume. Okay, ich kapiere eure Generation nicht, aber Mac, du hast doch Geschichte als Hauptfach. Was sollte mit der Statue passieren? Mir doch egal, ich bin Agentin des Chaos. Au! Ihr könnt mich alle mal. Pawtucket Pat ist ein Held. Die Statue bleibt stehen und Schluss. Sie gehört zur Geschichte, wie Katharina die Große. Mein großes russisches Volk. Es wird mein Vermächtnis als Kaiserin sein, die Grenzen Russlands zu erweitern, seine Armee zu vergrößern und Paläste zu erbauen, die noch Jahrhunderte bewundert werden. Stimmt das, dass Sie Sex mit einem Pferd hatten? Ich habe Allianzen mit allen großen Mächten in Europa geschmiedet. Was ist mit dem Pferdesex? Es gibt keinen Pferdesex. Belästigt der Typ dich, Kathi? Ich hab das im Griff. Oh nein, unsere beiden Piloten sind bewusstlos und wir befinden uns im Sturzflug. Wenn nur irgendjemand hier an Bord wäre, der uns retten könnte. Ich sagte, wenn nur irgendjemand hier an Bord wäre, der uns retten könnte. Peter, ich kann Quagmire nirgends sehen. Oh, das war fantastisch. Danke. Schön, dass Sie sich trotz der großen Auswahl an Flughafensex für Quagmire entschieden haben. Bitte seien Sie vorsichtig beim Aufstehen, da der Inhalt Ihrer Vagina beim Koitus verrutscht sein könnte. Wer sonst außer Quagmire? Let's have sex. Lasst uns für immer dieser schönen jungen Frau gedenken, die in der Blüte ihrer Jugend von uns ging. So unberührt, als wäre sie gerade geboren. Wer sonst außer Quagmire? Jetzt muss ich dringend auf den Flieger. An welchem Gate ist Flug 209? 209? Der ist vor einer halben Stunde gestartet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Flugzeug wird abstürzen! Meine Freunde sind in dem Flugzeug, sie werden alle sterben! Was? Oh nein! Und das ist nicht die schlimmste Nachricht. Hier ist das Kondom, das ich überziehen wollte. Ich bin ein schlimmer Finger. Oh, oh, das sieht gefährlich aus. Wenn Sie meinen ganzen Namen sagen, wollen Sie mich mobben. Tja, wen haben wir denn da? Chris Griffin. Oh, Mann. Hey, Fettarsch. Du hast größere Möpse als deine Schwester. Ach ja? Tja, du hast, auch eine Schwester. Das ist dein Konter? Oh, Mann. Oh mein Gott, der arme Chris. Er ist genauso ein Außenseiter wie Scarface. Okay, wir haben einen Deal. Du bringst das Geld und du kriegst das Koks. Alles klar, Scarface. Oh mein Gott! Man kann die Narben sehen, der Arzt sagte, das wird keiner merken. Ja, die können alle sehen, deswegen nennen wir die Scarface. Halt! Wir?
Petey, willst du Pferdchen reiten? Jetzt reicht's! Ab jetzt machst du die ganze Arbeit und ich mache Quatsch mit Mr. Herbert. Das kannst du vergessen. Tessie, siehst du gerade, was ich sehe? Du bist fällig, alter Mann. Ich bin null fällig. Du bist fällig. Niemals. Ich reiß dir den Arsch auf. Du bist ein freches Großmaul. Und ich hasse Großmäuler. Buh, Großmaul. Warum bist du so ein Arsch, Dad? Ja, das ist mein Dad. Naja, er hat ganz oft gesagt, dass er mich vollspritzen will. Jetzt hat er's geschafft. Entschuldige, dass ich eifersüchtig war. Schon in Ordnung, Chris. Hey, hat es dich ein bisschen erregt, als wir gekämpft haben? Nein. Mich auch nicht. Und nun die aktuelle. Besser als die Pilotfolge, aber nicht so gut wie die Star Wars-Folge von Family Guy. Tut mir leid, dass wir es erst jetzt gemeinsam zum Abendessen schaffen. Ach, schon in Ordnung. Du warst ja beschäftigt mit Todsein. Hast du den Kerl gewarnt, dass er, wenn er dich heiratet, auch deine Freunde heiratet? So witzig. Ich liebe es, wie er lacht. Das war unglaublich. Ich wollte nicht bellen, dass du dein Höschen ausgezogen hast, aber ich hielt's für ein Eichhörnchen. Bereit für Runde 2? Ich brauche noch ein bisschen. Ich erhole mich immer noch von der einen Sache, die so obszön war, dass man sie im faden zum Tode verurteilten Linearfernsehen nicht beschreiben könnte. Warst du schon immer so? Verdorben? Nein, aber nach meiner Diagnose habe ich eine Liste von Sexschweinereien gemacht, die ich abhaken will. Peter, ich helfe dir, deine Impotenz zu besiegen. Zusammen schaffen wir das. Danke, Quagmire, das ist echt kacke. Selbst die Leute im Schreibwarenhandel scheinen es zu wissen. Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Schnellhefter sind? Die sind drüben bei... Sekunde mal. Wir haben keine Schnellhefter mehr. Luke, was machst du denn hier? Ich bin ausgebrochen, weil ich es keine Sekunde länger ohne dich ausgehalten habe. Los, schnell, komm rein, bevor dich jemand sieht. Oh, Mac, das wünsche ich mir schon seit einer Ewigkeit. Und es schmeckt einfach viel besser als ein Penis. Also, dass das ein Witz war, weiß ich. Wenn du meinst. Niemand bestiehlt Carter Pewterschmidt. Ich hole mir in Afrika mein Geld wieder. Und du kommst mit. Afrika? Wir gehen nach Afrika? Ob uns das wohl verändern wird? Natürlich veränderte es uns. Seit 50 Jahren arbeite ich hier und gebe vor, eine Frau zu sein. Haben Sie es nie bedauert, keine Kinder zu haben, Mutter Bernadette? Oh, ich hatte zahlreiche Kinder. Der Große da blinzelt nicht oft, was? Lois, wo ist dein Portemonnaie? Ein paar meiner Kinder und ich wollen ins Kino gehen. Übrigens, Zwergenpeter ist tot. Ich wusste nicht, was er ist, da habe ich ihm nichts gegeben. Sein Name war Tyler. Er hatte einen Namen. Alles, was du sagst, sagst du mit Stolz. Das gefällt mir an dir. Das bedeutet, dass ich alles nochmal erleben muss. Jeden schmerzhaften, schrägen Moment. Zum Beispiel, wie ich vergessen habe, was nach G kommt und improvisieren musste. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Ich stehe hier mittendrin, warte bis das Lied aus ist. Old MacDonald hat ne Kuh, jetzt kenn ich das Alphabet. Ach, heute Abend kommt die Babysitterin Rupert, die liebreizende Ladon. Oh, hallo Ladon. Na, wie läuft's so? Wie geht's dir? Ja. Oh, ich bin's nur, Stewie. Ich bin ganz ich selbst. Ja. Oh, das hier? Tja, das ist nur mein Prachtapparat. Ja, nur mein Düsenputzer. Der Herr hat's gegeben und ich hab's genommen. Ist ne kleine Freudenschleuder. Ja. Warum sagst du es nicht einfach? Sag das Wort, Brian. Ich will hören, dass du es sagst. Abtreibung, Abtreibung. Du wirst dich sofort einer fetten Abtreibung unterziehen. Du kannst es nicht mal sagen. Ich glaube, ich muss kotzen. Erspar mir die Komödie. Das ist keine von deinen beschissenen Kurzgeschichten. Das hier ist das wahre Leben. Sei ein Mann. Du wirst es abtreiben lassen, Stewie. Das werde ich nicht. Unser Kind wächst in meinem Bauch heran. Red nicht so ein Scheiß und woher weißt du, dass es meins ist?
Wie kannst du es wagen? Bin ich nur eine Schlampe für dich? Tja, diese Schlampe bekommt dein Baby. Sind Sie nicht ein bisschen fett für die Sturmtruppen? Bleib hier und verrotte, blöde Mistkuh. Halt! Wer sind Sie? Ich bin Luke Skywalker. Ich, Han Solo und Obi-Wan sind hier, um sie zu retten. Was? Obi-Wan Kenobi? Ja, jetzt bin ich gar nicht mehr so fett, was? Ich habe viel zu erledigen und ich brauche deine Hilfe. Na gut, wenn ich das nicht darf, dann werde ich was zerstören, das du liebst. Na, zufrieden? Darüber reden wir nebenan. Ich mag es nicht, vor den Kindern zu streiten. Ich möchte aber vor den Kindern streiten. Ich brauche die Begeisterung eines Publikums. Dieses eine Mal bleibst du hier und hilfst mir im Haus. Und jetzt pass auf Stewie auf, ich muss los. Wer das auch war, Dankeschön. Kann ich dir Geld geben und du stellst mir einen Scheck aus, damit ich mir etwas aus diesem Modekatalog hier bestellen kann? Was willst du denn? Lass mich raten. Ihn? Voll erwischt, Stewie. Tja, wenn du es wärst, würdest du den Katalog nehmen und ihn auf den Boden legen und draufpinkeln, weil du ein Hund bist. Und du bist dumm. Und du hast einen komischen Zehennagel zwischen der Hand und dem Ellbogen. Gut gekontert. Da habe ich mir was zusammengestottert. Ich hätte schneller sein müssen und antworten, wirklich? Warum sollte ich deinen Ex-Lover bestellen? Und dann das machen. Ein Kater und sein Name ist James. Ist der Kleine nicht unheimlich süß? Hi, James. Oh mein Gott. Wenn ich ihn da hinten streichle, streckt er gleich den Arsch hoch. Und da geht er ab und da geht er ab. Oh, komm her, James. Seit wann magst du Katzen? Seit ich den Kleinen hier im Garten gefunden habe. Oh, sieh mal, Joe, er will dein Freund sein. Oh, tut mir leid. Nein, das ist nicht schlimm. Glenn, Liebling, beruhige dich. Nein, ich werde mich nicht beruhigen. Ich ertrage das nicht mehr. Hör zu, Dad. Als du das erste Mal was mit Brian hattest, fand ich es grauenvoll. Aber du warst verwirrt. Du hattest eine große Veränderung durchgemacht. Du wusstest nicht, wie es wird und hast das Erstbeste genommen. Aber du bist eine wunderschöne, intelligente Frau. Du hattest Zeit, dich zu entwickeln und entscheidest dich für Brian? Warum, um Gottes Willen, nimmst du ihn? Weil ich ihn liebe, sagte Ida couragiert. Ich habe Romane veröffentlicht. Im Selbstverlag! Du bist ein aufgeblähter, angeberischer Heuchler! Der an der Brown war. Für ein Semester! Du warst an der Brown? Für 2 Monate! Siehst du? Genau das meine ich! Sein ganzes Leben ist eine Lüge! Ich ertrag das nicht mehr! Entweder er oder ich! Ich will Brian zuerst ansprechen. Brian, ich habe jede unserer gemeinsamen Minuten genossen. Dass ich mich mit jemandem auf so vielen Ebenen verstehe, hätte ich nie gedacht. Mit einem Elite-Studenten. Schwachsinn. Aber egal wie wichtig du mir bist, ich kann meinen Sohn nicht aufgeben. Aber Ida... Er ist mein Sohn. Ich habe mich entschieden. Und tschüss, Brian. Du bist Geschichte. Und dieses Mal wird die Geschichte nicht wieder zum Leben erweckt. Nachts im Museum. Tut mir leid, Brian. Ich werde nie vergessen, was wir zusammen hatten. Ich verstehe. Könnt ihr das beenden? Da kommt Peter und ich glaube, er hat ein Problem mit dem Spiel. Quagmire, wir haben ausgemacht, man muss einen mit 2 Händen berühren. Und dann hat Chris mich mit einer berührt. Und ich habe gesagt, das zählt nicht. Aber er hat den Touchdown nicht zählen lassen. Also habe ich ihm den Ball auf den Kopf gehauen. Und jetzt bewegt er sich nicht mehr. Er kann noch zwinkern. Aber sonst nichts. Ist mein Hund immer noch dein Dad? Nein. Chris, er hat gesagt, der Touchdown zählt. Leute, ich muss euch was mitteilen. Gestern Abend im Weißen Haus hat Präsident Trump mich unsittlich berührt. Was? Meg, das ist mein Boss. Okay, meine Karriere steht auf dem Spiel. Ich habe einen ganzen Tag dafür gearbeitet. Willst du, dass ich an einem Tag alles wegwerfe, was ich an einem Tag aufgebaut habe? Ein ganzer Tag Arbeit. Puff, an einem Tag weg. Erwartest du, dass wir glauben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten einer Frau einfach an die fasst? Das ist lächerlich. Wie könnt ihr mir das nicht glauben? Oh, warte, CNN läuft. Da bin ich das lauteste von viel zu vielen Fenstern. Dieses Land braucht eine höhere Grenzsicherheit. Unsere Grenzsicherheit ist die höchste der Welt. Es ist am wichtigsten, dass wir uns um unsere Kinder kümmern. Ich kann keine Erektion kriegen. Glauben Sie, Ihnen Amnestie zu gewähren, ist fair gegenüber denen, die schon da sind? Sie tragen zum Wirtschaftswachstum bei. Ich habe alle Kräuter versucht. Amnestie ist niemals die Antwort. Das ist keine Amnestie, sondern die Anerkennung des Beitrags, den Sie für unser Land Die leisten. sagten, ich soll meditieren, aber da schlafe ich immer ein. Wir brauchen mehr Überwachung. Und wir müssen die bestehenden Gesetze verschärfen. Ich habe große Angst, allein mit meiner Frau zu sein. Das setzt mich unter Druck. Es wird sich nie etwas verändern, wenn der Kongress nicht zu einem Kompromiss bereit ist. Genau meine Meinung. Eine Mauer wäre die Lösung. Ich wach mit einer Erektion auf, aber hab nie eine, wenn sie neben mir liegt. Eine Mauer würde gar nichts lösen. Diese Kinder haben Rechte. Ich habe 3 Riesen für einen Karibikurlaub ausgegeben, weil ich dachte, das hilft. Aber dann saß ich halb schlaff unter Kokospalmen. Leider haben wir nicht mehr Sendezeit. Vielen Dank, Mr. Griffin. Schicken Sie mich nicht nach Hause zu meiner Frau. Demokraten.
deswegen waren wir in der Karibik? Dad, hast du gehört, was ich gesagt habe? Tut mir leid, Meg, ich muss zur Arbeit. Was? Du willst weiter für diesen Mann arbeiten, obwohl er mich betatscht hat? Meg, du musst mit diesen Geschichten aufhören. Die Menschen hassen Lügner. So wie die Leute, die Sleepy Hollow untertitelt haben, die männliche Hauptfigur gehasst haben. Warum ist unser Bett auseinandergeschnitten? Weil ich es satt habe, dass du mich nachts immer platt walzt. Dr. Hartman hat angerufen. Er sagt, meine Wirbelsäule ist jetzt schief. Lois, wenn Gott gewollt hätte, dass ich nicht mit meiner Frau schlafe, wäre ich John Travolta geworden. Peter, ich bin müde. Können wir es nicht wenigstens versuchen? Na, siehst du. Gute Nacht, Peter. Ich kann so nicht schlafen, Lois. Ich brauche jemanden zum Kuscheln. Glaub mir, Männer wollen auch kuscheln. Sogar kalte, gefühllose Männer wie Charles Bronson. Hey, Charles Bronsons Frau, rutsch rüber. Ich will kuscheln. Das ist schön. Sind eure Kameras bereit, Jungs? Ja, was wird das? Naja, als Veteran muss ich Star in einem viralen YouTube-Video sein, in dem ich mein geliebtes Haustier wieder treffe. Legen wir los. Mein Haustier ist Christian der Löwe. Ich mache 2 Internetsachen auf einmal. Das ist mein heterosexueller Mitbewohner Ace, mit dem ich den Löwen vor 20 Jahren besaß. Du siehst toll aus, Peter. Ich habe jetzt Familie. Hey, Lois, hat da nicht jemand diese Woche Geburtstag? Es ist lieb, dass du daran denkst, Brian, aber diesen hier würde ich gern ignorieren. Ich muss nicht daran erinnert werden, wie alt ich bin. Es ist komisch. Man ist so beschäftigt mit den Kindern, dass das Leben einfach vorbeirauscht und dann dreht man sich eines Tages um. Gut, Wiedersehen. Hör auf, Lärm zu machen. Brian, ich bleib noch kurz im Auto, bis der Song vorbei ist. Gut, aber nicht zu lang, sonst geht die Batterie flöten. Ach, Schnauze, die Batterie geht nicht flöten. Genau das, was ich suche. 12.000 $. 13.000. 25.000. Verkauf für 25.000 $. Ja, so ein Mist. Danke. Und nun zu dem wirklichen Boot. Ich bitte um ein Eröffnungsangebot. 50.000 $. Verkauf für 50.000 $. Glück gehabt, Peter. Wie stellt man diese Meldungen ab? Ich habe genug gesehen. Du bist vollkommen überfordert und du hast 4 Kinder. 4 Kinder. 4 Kinder. 4 Kinder. 4 Kinder. 4 Kinder. Hey! Nennt eure Namen. Meg. Chris. Und ich bin Liesel. Mr. Weed, die Griffin-Kinder würden Ihnen gern gute Nacht sagen. So long, farewell, auf Wiedersehen. Du hast recht, Brian. Ich bin mit Rupert zusammen. Ich muss Oscar einfach vergessen. Ganz egal, wie intensiv unsere Beziehung war. Das ist der Wahnsinn. Als ob du alle Farben, die es gibt, genommen und gesagt hättest, scheiß drauf, hier ist eine neue. Vorne steht sie, Brian. Oh Mann, ich werde sie in aller Öffentlichkeit fertig machen. Also dann, Olivia, mach dich bereit, denn jetzt kriegst du... Oh mein Gott. Was hast du denn? Brian, sie sieht umwerfend aus. Und jetzt wird TV-Star Olivia Fuller das Einweihungsband durchschneiden. Hoffentlich darf ich das überhaupt. Mama sagt, Scheren sind nichts für Kinder. Ist die süß, ich liebe Kinder. Da sind Fotos von meinen. Tag, ich würde gern Uber-Fahrer werden. Okay, gern. Willkommen an Bord. Muss ich nicht irgendein Formular ausfüllen? Oh, natürlich, klar, richtig. Name, Peter Griffin. Vorstrafenregister. Die Antwort ist nicht verpflichtend, die überspringe ich. Und fertig. Bitteschön. Tja, das ist völlig unwichtig. Ich habe nur 3 Fragen. Haben Sie ein Auto, ein Handy und ein Gesicht? Das Auto gehört meinem Hund. Oh, und ich weiß, Sie haben nicht gefragt, aber ich bin cholerisch. Fabelhaft. Legen Sie los und versuchen Sie, so viele Frauen zu küssen, wie Sie schaffen. Der Rekord sind 60 im Monat. Sie, Sir, sind offiziell ein Uber-Fahrer. Brian, was machst du denn hier? Die Frage sollte ich dir stellen. Du klaust in einem Autoteileladen Auspufftöpfe. Das ist schlimmer als die Sache mit Winona Ryder. Oh, hältst du mich etwa für eine Kleptomanin? Ich meinte ihren Film, Die Zeit der Unschuld. Tja, schönen Tag noch. Und ich werde, ja, ich meine, wir sind ja durch. Ich
schlängel mich mal hier durch. Hallo, ich habe meine neuen Zähne bekommen. Na, dann komm rein, Brian, und zeig sie. Gut, dann komme ich jetzt. Oh mein Gott, sind das tolle Zähne! Hey, vielleicht kannst du uns helfen, den Damm zu bauen. Für die Nummer braucht man aber ganz schön Biss. Überleg's dir, ich wollte dir nur auf den Zahn fühlen. Wir setzen ihn nur sehr gezielt ein. Hey, Mom, ich will auf eine andere Schule versetzt werden. Meg, das hatten wir doch schon. Nur weil eine Facebook-Seite mehr als 2000 Likes hat, heißt das nicht, dass du dich umbringen musst. Das ist es nicht. Mom, bitte, es gibt andere Schulen. Carlisle Academy hat die meisten Teenager-Schwangerschaften des Landes. Vielleicht lerne ich da jemand kennen. Die Carlisle Academy ist eine Privatschule. Die können wir uns nicht leisten. Dein Vater hat so viel Geld dafür rausgeschmissen, dass er große Treppenauftritte machen kann. Stewie, wie ändert man die Laufrichtung der Zeit? Das ist doch gar nicht möglich. Als du die Anzeige an meiner Maschine zurückstellen wolltest, wurde anscheinend eine Quantendruckwelle ausgelöst, die stark genug war, um den Strom der Zeit umzukehren. Und wir wurden vermutlich deshalb von den Auswirkungen verschont, weil wir uns im Moment der zeitlichen Umkehrung in der Maschine befanden. So läuft das überhaupt nicht. Was soll ich tun? Es ist spät. Keiner verteilt mehr Süßigkeiten. Dann holen wir uns meine zurück, Brian. Suchen wir die Penner, die sie geklaut haben, und machen sie platt. Stewie, ich weiß nicht, ob... Brian, bitte. Es ist mein erstes Halloween und es ist ein Desaster. Na schön, bitte, wir suchen sie. Gut, denn bis jetzt ist Halloween eine größere Enttäuschung, als Fan der Mets zu sein. Erstes Saisonspiel. Hier kommt der erste Wurf und die Saison ist vorbei. Hey, Peter, was gibt's? Hey, Quagmire. Ich bin hier, um mir das Geld für das Funkgerät wiederzuholen. Moment, nicht so eilig, Partner. Es gibt kein Rückgaberecht. Aber du hast mich beim Verkauf über den Agamemnon gezogen. Was? Hab das Wort neulich gelesen, wollt's mal verwenden. Warum gehst du nicht nach Hause, bevor du dir noch wehtust? Ich bin eindeutig nicht der Einzige, der unzufrieden mit seinem Einkauf war. Wer auch immer dieses Baby gekauft hat, wollte es auch nicht. Ein Baby? Sowas habe ich nie verkauft. Das ist nur eine Telefonnummer. Ich weiß. Meine Nummer. Oh, Ja. Wie findest du das? ich bin nicht sicher. Ich bin umso sicherer. Oh, Ja. verstehe. Ja. Ich finde das ein bisschen eklig. Hey, Glückwunsch, du wirst jetzt von einem Promi gehasst. Okay, also das war's jetzt erstmal mit den Autogrammen. Wo zum Henker sind wir? Ich hab was gehört. Ist hier noch irgendjemand? Oh mein Gott, die Hakenhand! Er kommt uns holen! Verdammt, warum habe ich hier keinen Empfang? Weil wir in einem Keller mitten in der Pampa sind. Und wenn Handys funktionieren würden, wäre jeder Film nur 2 Minuten lang, so wie die große Liebe meines Lebens. Es bleibt nur noch die mündliche Prüfung übrig, der ich Sie jetzt sofort unterziehen werde. Also Frage Nummer 1, wer hat Amerika entdeckt? John Wayne? Nein. Batman, natürlich, es war Batman. Frage Nummer 2, vervollständigen Sie den Satz, die erste Demokratie und Schutzmacht des... was? Aber ich könnte dich mit Dad verkuppeln. Dad, würdest du vielleicht mit Mac was anfangen? Aber natürlich. Siehst du, Meg, es ist alles bestens. Ich weine doch überhaupt nicht wegen Michael. Ja, aber warum denn dann? Ich bin schwanger. Dad, ich schwöre dir, das wusste ich nicht, als ich dich mit ihr verkuppelt habe. Brian, Cheryl hat mich damals verlassen. Sie war die große Liebe meines Lebens. Ich habe gedacht, das wäre meine Chance, endlich wahres Glück zu finden. Seitdem sie gegangen ist, habe ich Frauen gejagt, um die Lücke zu füllen, die sie hinterließ. Ich bin für immer verloren. Ich wette, ein fettes, saftiges Steak könnte diese Lücke auch füllen, hä? Ach komm schon, das wird toll. Hör zu, Glenn. Verdammt, Swanson, ich will, dass Sie sie finden. Bürgermeister, wir haben jeden verfügbaren Mann auf die Griffins angesetzt, aber uns fehlt jede Spur. Nicht die Griffins, Sie Vollidiot. Ich meine den Rest meiner Steckbuchstaben. Mein Name ist nicht Adam Way. Oder doch? Wer bin ich? Was für eine Nummer haben Sie gewählt? Rufen Sie hier nie wieder an. Tja, dem habe ich's gezeigt. Niemand belästigt ungestraft Adam Way. Nein, ich wollte noch so viel tun. Ich habe noch nie erfolgreich mit einer Frau unter der Dusche geschlafen. Ah, mein Kreuz. Soll ich meinen Fuß in die Seifenschale stellen? Ja, versuch das und stell dich vielleicht auf die Zehen. Au, warum macht Wasser sie trocken? Mein einziges Problem bist du. Du verhältst dich wie ein Baby. Halleluja, damit stoßen wir nun endlich vor zu des Pudels Kern. Darauf läuft alles am Ende hinaus, nicht wahr? Ich bin nicht erwachsen genug für dich. Aber du bist doch ein Baby, oder nicht? Halt dich da raus, halt dich da raus. Nun, wenn du glaubst, dass ich ein Baby bin, dann sollte ich mich vielleicht wie eins verhalten. Hey, könnten Sie das Kind beruhigen? Oh, was war das? Was sagten Sie, Sir? Was war das? Es tut mir leid, bin ich Ihnen vielleicht zu laut? Heute ist der Tag der Ehre für den gefallenen Peter Griffin, den Helden, der sein Leben für die 7 Weltwunder gegeben hat.
Gott, Quagmire, das meiste davon war grauenvoll. Ich weiß. Manches will ich vielleicht noch mal probieren. Hör zu, Kumpel. Das tut mir alles sehr leid. Ich habe auf einmal nur noch das Geld gesehen und ich nahm an, es machte nichts aus, weil es immer um Sex ging. Ich glaube, du warst einfach nur sauer, weil ich nicht bei deiner Pretenders Coverband war. Ja, das könnte auch sein. Apropos, die Pretenders haben dieses Wochenende wieder einen Auftritt. Gut, das sind 42. Okay, wer ist für 9/11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 57. 9/11 gewinnt. Moment, die Zahl müsste gerade sein. Warum ist sie ungerade? Einer von den Bryans ist gestorben. Was? Warum denn das? Weiß nicht, hier liegt einer mit durchgeschnittener Kehle. Wenn einer von mir tot ist, müssten dann nicht alle von mir tot sein? Brian, ich hab den Durchblick verloren. Weißt du was? Ich glaube nicht. Okay? Wie zum Teufel hast du das gemacht? Euch hab ich auch drauf. Hallo allerseits. Oh, hi Peter. Ich bin immer noch ich. Oh. Willkommen am inneren Tresor. Erbitte Penisidentifikation. Das ist ein Fall für mich. Das ist unglaublich. Wieso hat deiner gepasst? Er hat nicht gepasst. Ich habe ihn nur reingesteckt und es kaputt gemacht. Das hat alles nur angefangen, weil ich mich schlecht gefühlt habe, ein Versager zu sein. Aber weißt du, ich habe dich als Sohn. Also habe ich was richtig gemacht. Ich liebe dich, Dad. Komm mit, Chris. Trinken wir eine Cola für $18 in dem grauenvollen Zoo-Restaurant. Ja, verklebt. Vielleicht besser gehen. Ich habe einen anderen Vorschlag. Wie wär's, wenn ich gehe und niemals wieder zurückkehre? Stewie, ich wollte nicht, dass es so zu Ende geht. Aber du wolltest, dass es endet. Daran hast du keinen Zweifel gelassen. Wirst du damit zurechtkommen? Ja, ich komme schon klar. Ist das Rauch? Idee für eine Posse. Untreue Ehefrau und aufgeblasener Arsch lebendig verbrannt. Entschuldigung, wie viel Leistung hat dieser Grill hier? Oh Mann, dieses Baby? Mehr als Sie brauchen, weniger als ich will. Entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen kleinen Einkaufswagen, mit dem ich diese gigantische Holzplatte rumfahren kann? Ich glaube auf dem Parkplatz. Wo finde ich denn Verlängerungskabel? Gang 25. Da war ich gerade. 26. 26 gibt's nicht. 15. Jetzt, da ich Chef dieser Brauerei bin, wird es Veränderungen geben. Ab jetzt sind hier T-Shirts und Texashosen verboten. Texashosen sind Jeans. Griffin, was machst du hier? Ich arbeite hier. Wirklich? Glaube ich nicht. Haha, das wird ein Spaß. Ab sofort bist du der Typ im Büro mit der merkwürdigen Skibräune, der nicht darüber reden darf. Hey, waren Sie dieses Wochenende Skifahren? Ich darf nicht darüber reden. Das hoffe ich sehr, sonst werden die uns umbringen. Ja, oder sie werden uns in irgendein Weißenreservat stecken. Gib denen bloß kein Geld, das werden die nur für Pommes und Cola rauswerfen. Also ich würde nächstes Mal eine Paprika in den Kartoffelsalat reinschneiden und noch ein paar Tomaten in die Gazpacho, denn die ist sehr dick. Wer ist diese Kackstelze? Hey Dad, das musst du dir ansehen. Soeben erreicht uns eine Eilmeldung. Der langjährige Flüchtige Bobby Briggs ist aus dem Polizeigewahrsam geflohen. Sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Seine Flucht wurde als erstes auf Telemundo verkündet, ob Sie es glauben oder nicht. Auf der Fluchto, Fluchto, Fluchto! Hey, wollt ihr dieses Wochenende bei mir übernachten? Meine Mütter sind zu einem Muschi-Kraul-Dosenbastel-Workshop gefahren. Und was machen die da? Die werden das ganze Wochenende Katzen kraulen und an Dosen rumbasteln. Gern, ist eine tolle... Aber natürlich muss jede Folge von Family Guy erstmal geschrieben werden. Und hier sind wir, das Family Guy Autorenzimmer. Hier arbeiten die Autoren intensiv mit den Darstellern zusammen. Versteht mich nicht falsch, ich finde es sauwitzig. Und ich weiß, dass die ganzen Sexgeschichten mich beliebt gemacht haben, aber wäre es so schlimm, einmal einen Witz zu machen, der Gott den Herrn lobpreist? Bekomme ich einen Eiskaffee? Sicher kriegen Sie den. Wie ich sehe, haben Sie große Brüste. Um das zu würdigen, gebe ich Ihnen $1 Trinkgeld. Auch wenn du und Peter eure Differenzen habt, bin ich froh, dass es unserer Freundschaft nicht schadet. Wir Rotschöpfe müssen zusammenhalten, was? Das sind deine Überstunden? Liebling, Lois ist nur eine gute Freundin. Wirklich, Nicole, verstehen Sie das nicht falsch? Wieso kennt die Bitch meinen Namen? Ach, wie niedlich, ein kleiner schwarzer Jesus. Was sagt ein Schwarzer am Ende von einem Gebet? Amen, Amen. War schön, dich wiederzusehen, Lois. Wir sollten mal bei einer Tasse Kaffee plaudern. Oh, das wäre toll. Ich habe mich auch gefreut, dich wiederzusehen. Tja, es wird spät, Jerome, und du hast sicher noch ganz viel vor. Ich muss noch kurz in die Schmuckabteilung vom Kaufhaus und... Oh mein Gott, das ist ekelhaft! Selbst für einen Bus!
Warum regen die sich so auf? Ich habe in eine Plastiktüte gemacht. Das war unsere letzte Chance, nach Haus zu kommen. Und genau da irrst du dich, Brian. Gratis Busrad. Oh, Kacke, das ist ein Mädchenfahrrad. Na schön, wir nehmen es, aber hoffentlich sieht uns niemand aus der Schule. Süßes Fahrrad, du Schwuchtel! Schnauze! Das sage ich Miss Baumbakis! Eli, was machst du mit dieser Außenseiterin? Ihr Name ist Mac, Vater, und ich habe ihr nur unsere Gemeinde gezeigt. Halt dich von ihr fern. Sie wird versuchen, dich zu verderben. Das ist nicht wahr, Vater. Mac ist wundervoll. Sie ist eine Außenseiterin. Sie folgt nicht dem einen wahren Pfad. Du wirst dieses Mädchen nie wiedersehen. Hast du mich verstanden? Ich verbiete es. Wir haben Jesus immer noch keine Nummer besorgt. Ich verstehe es nicht. Angeblich greifen jüdische Jungs alle Bräute ab. Jesus wird nie eine Frau finden, wenn ihr es auf eure Art versucht. Es wird Zeit, dass ich mich mit ihm unterhalte, damit er weiß, was eine Frau wirklich will. Nur zu, tu dir keinen Zwang an. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. Louis, dieser Kürbiskuchen sieht köstlich aus. Kevin, zeigst du mir dein Purple Heart? Hab nämlich noch nie eins gesehen. Einmal hat mir ein Obdachloser seinen Purpurharten gezeigt, aber wenn ich so drüber nachdenke, war das wohl eher nichts Militärisches. Ich wollte die blöde Medaille nicht, also was habe ich gemacht? Sie in den Vorgarten vom Weißen Haus geworfen. Warte mal, du hast gesagt, du bist direkt nach Hause geflogen, nachdem du aus dem Koma aufgewacht bist. Wann willst du dann beim Weißen Haus gewesen sein? Bevor wir anfangen, könntest du mich vielleicht nicht hier schlagen? Die sind ziemlich empfindlich. Oh. Er hat sie hübsch geprügelt. Oh, er hat sie wieder hässlich geprügelt. Hör jetzt einfach auf! Brian, kommst du mal für eine Sekunde zu mir? Ja, was ist... Oh, warte kurz. Ja, Grobi, was gibt's? Aber mach schnell, ich stehe hier sehr unter Druck. Ja, der Buchstabe G ist wunderbar. Natürlich, und die Zahl 6 auch. Okay. Grobi. Hör zu, wenn du nur rumbrüllen willst, dann telefonieren wir später. Also ich finde ihn okay. Ich will nachher noch ein bisschen shoppen. Vielleicht kommst du ja mit und hilfst mir, neue Unterwäsche auszusuchen. Also ich schätze, das wird nicht möglich sein. Ich hab nämlich was vor. Mit Chris. Chris und ich sind heute Nachmittag verabredet. Sind wir? Ja, wir wollten doch heute was machen. Wir wollten das machen, was du immer Donnerstagnachmittag machst. Du meinst wichsen? Ganz genau, ja, wir wichsen zusammen. Aha, so sieht man sich wieder, Briggs. Moment, wer sind Sie? Joe Swanson. Wer? Was, du kennst mich nicht mehr? Ich war ein Spitzel in deiner Heroinfabrik. Wir haben zusammen Reality Bites gesehen. Jungs, ich habe ihn gefunden. Er ist da entlang. Tja, du musst es dir wohl so vorstellen wie ein Parkplatz, von dem man denkt, oh Gott, da passe ich doch niemals im Leben rein. Aber dann klappst du die Seitenspiegel nach hinten und bevor du nachdenken kannst, steckst du drin. Wenn ich mir recht überlege, dann wäre ich bedeutend lieber der Parkplatz als das Auto. Ja, das vermute ich schon lange. Ja. Okay, Mr. Griffin, in 5 Minuten geht's los. Die 2 anderen Gäste sind Ariana Huffington und Dana Gould. Augenblick mal, mein Agent sagt, es wären nur renommierte Buchkritiker da. Nein, das mit Dana und Ariana haben wir ihm vor 2 Stunden gesagt. Ich habe mich auf ein Gespräch mit Buchkritikern vorbereitet. Es tut mir sowas von leid. Ich habe genug. Hast du verstanden? Ich habe genug von dir. Brian, bitte. Du bist gefeuert. Hey, lass uns das feiern. Es gibt ein neues Panda-Baby im Zoo. Hast du Lust, es mit Käseflips zu bewerfen? Bewirf Lois damit, sie wird es einfach hinnehmen. Oh, Dad, das wäre was für mein altes Ich gewesen, aber Brian und ich müssen wieder los. Oh, okay. Wir gucken einen alten Film, der auf einer provisorischen Leinwand in einem matschigen, kalten Park läuft. Das klingt furchtbar. Es ist furchtbar, aber wenigstens werden wir keinen Parkplatz finden. Macht's gut. Stewie, was machst du da? Ich diniere am Kapitänstisch. Jeder hier am Tisch war der erste Mensch, der etwas eingefroren hat. Ich habe Kleider eingefroren für Damen, die jemandem die kalte Schulter zeigen wollen. Und außerdem habe ich dem Streichquartett die Noten für Highway to the Danger Zone gegeben. Du hast die Noten von Highway to the Danger Zone dabei? Ja. Was glaubst du ist in diesem Rucksack? Da sind nur Powerbars und Noten drin. Stewie, du solltest nach Chris suchen. Hallo Seemann. Was machst du denn hier? Oh, manchmal komme ich her, um nachzudenken und zu furzen. Immer noch Lust auf ein Date? Ein Date? Du hast den Dollar mit meiner Nummer doch weggegeben. Dummerchen, ich habe sie im Handy eingespeichert. Also, wie wär's? Vielleicht heute Abend? Ich werde mal meine Karten studieren. Ebbe ist um 5:23 Uhr. Mondaufgang 7:48 Uhr. 7:48 Uhr. Gut, also, ja, ich hab Zeit. 7:48 Uhr. 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 7:48
Etwas, das ich schon sehr lange hätte machen sollen. Ich will nicht mehr gemobbt werden. Ich mach dich fertig. Arschkratzer? Arschkratzer! Ha! Vorbei! Was ist mit dir? Kannst du ein Mädchen nicht ins Gesicht schlagen? Ich werde dir zeigen, was mein Gesicht drauf hat. Was hast du für ein Problem, Alter? Du bist massiv gestört. Oh mein Gott, sie ist verrückt. Hast du gehört, dass das Volleyballteam in San Diego verloren hat? Kaum zu glauben, aber es klingt, als würde Publikum anfeuern den Amerikaner. Eins müssen wir noch klären. Was denn? Was machen wir jetzt mit David Spade? Keine Sorge, das habe ich schon erledigt. Ich habe Sofia Vergara ausweisen lassen. Hallo, ihr aus Modern Family. Ich bin jetzt eure Mutter. Also schön, dann fangen wir an zu drehen. Oh, Moment, wenn meine Figur noch am Leben ist, dann fehlt uns jetzt ein Drehbuch. Ach, sieh nur. Wir haben zufällig noch ein ganz neues Drehbuch hier rumliegen. Lois, was machst du denn hier? Ich komme, um dich hier rauszuholen, Pete.